Zum ersten Mal stellen sich VW als die größte deutsche Automobilfabrik und Porsche als die kleinste mit einem gemeinsamen Produkt vor. Das ist das VW Porsche. Es existieren zwei Versionen, eine starke mit einem Porsche Sechszylindermotor und eine schwächere, immerhin noch mit 80 PS, mit dem Motor des VW 411e. Der Buchstabe E steht für elektronische Einspritzung. Allgemein nennt man dieses Fahrzeug, und das hört man weder in Wolfsburg noch in Zuffenhausen sehr gerne, den Volks-Porsche. Volks-Porsche, dieser Name, der bedeutet eine Assoziation zu einem billigen Preis, aber gleichzeitig natürlich diese Assoziation ein Irrtum. Denn 12.600 Mark für diese, die billigere Version, sind natürlich eine ganze Menge Geld. Sie werden allerdings verständlich, wenn man weiß, dass sportliche Ambitionen auf dem Sektor des Automobilmarktes immer Geld kosten müssen, denn schließlich wird hier eine erheblich bessere und auch mehr Technik investiert, als das in einer normalen Alltagslimousine notwendig ist. Auch Opel mit dem GT oder Alpha mit seinem 1300er Junior ging es nicht besser. Sport ist eben teuer, und das zeigt auch das Beispiel dieses VW Porsche. Von den 80 PS des VW-Motors sind auf der einen Seite keine Wunder an Beschleunigung zu erwarten, andererseits gestatten sie doch eine recht muntere Fortbewegung. Die vielfach geäußerte Befürchtung, es handle sich bei diesem Fahrzeug um einen sogenannten lahmen Schlitten, ist unter allen Gesichtspunkten falsch. Von 0 auf 100 vergehen genau 13,1 Sekunden. Die Maschine wird dabei von einem hervorragend abgestuften 5-Gang-Getriebe unterstützt. Höchstgeschwindigkeit 180,5 Kilometer. Wir wollen Ihnen an zwei anderen Beispielen die Möglichkeit des Vergleiches geben. Höchstgeschwindigkeit des Opel GT 1900, 184 Kilometer. Ford Capri 2300 GT, 181 Kilometer. Und wie gesagt, VW Porsche 914, 180,5. Nach dem Prinzip des Mittelmotors, wir werden gleich noch näher darauf zu sprechen kommen, liegt die Maschine sozusagen in Reichweite hinter den beiden Sitzen. In Anbetracht dieser Tatsache ist die Dämpfung mechanischer Geräusche in erstaunlichem Umfang gelungen. 78 Pfund. Das entscheidende technische Stichwort dieses Wagens liefert die Anordnung der Maschine, die zwischen den Achsen liegt und die damit für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt. Im Rennsport und bei teuren Luxussportwagen eine längst etablierte Angelegenheit, für ein Fahrzeug, das in größeren Stückzahlen geplant ist, ein absolutes Novum. Der Motor selbst ist mit luftgekühlten 4 Zylindern, 80 PS und elektronischer Benzineinspritzung mit der VW 411e Maschine identisch. Eine Konstruktion, die ihre ersten Bewährungsproben schon hinter sich hat. Nach dem gleichen Prinzip wie beim Porsche Targa lässt sich mit wenigen Handgriffen aus diesem Coupé ein Cabriolet machen. Das Kunststoffdach wird abgenommen, es ist gar nicht schwer, das kann jeder. Und dann hat man eine technisch wirklich ausgezeichnete Lösung gefunden. Man bringt dieses Dach in den Kofferraum. Und zwar so, dass es flach liegt. Auch das geschieht mit wenigen Handgriffen. Der Kofferraum ist übrigens 460 Liter groß. Man muss beide zusammenrechnen, den hinteren genauso wie den vorderen. Der erste Blick zeigt, dass erfahrene Sportwagenkonstrukteure bei der Gestaltung des Armaturenbrettes gearbeitet haben. Klare, übersichtliche Instrumente, die Bedienungsknöpfe und Hebel dort, wo sie hingehören. Die Funktionalität wird etwas eingeschränkt durch die Lage des Betätigungsknopfes für die Scheibenwischer. Das ist nicht sehr günstig. Aber die Scheibenwischer selbst arbeiten ganz ausgezeichnet. Und mit Freude stellen wir fest, dass es nicht 2, sondern insgesamt 4 Waschspritzdüsen gibt. Das sollte bei schnellen und auch bei langsamen Fahrzeugen allmählich zur Serie zählen. Nicht einverstanden sind wir mit wesentlichen Fragen der Sitzposition.
Der Fahrersitz selbst lässt sich nach vorne und nach oben verstellen. Das ist gut. Man sitzt auch im richtigen Abstand zum Lenkrad. Aber die Seitenführung, das heißt also jener Teil, der dem Fahrer in scharfer Kurvenfahrt einen gewissen Halt geben soll, wurde vernachlässigt. Das geschah wahrscheinlich deswegen, weil man das Ganze auch als einen sogenannten Dreisitzer propagieren möchte und auch propagiert hat. Ein Dreisitzer, ich wüsste nicht, wo hier 3 Personen, wenn es sich nicht um ein Kleinstkind in der Mitte handelt, Platz haben sollten. Die Heizung, auch dazu noch ein Wort, funktioniert ausgezeichnet, leider aber nicht mit dem Effekt, den man von ihr erwarten sollte, denn die Scheiben werden nicht frei bei den klimatischen Voraussetzungen, die wir im tiefen Winter und auch im Herbst vorfinden. Es fehlt hier eine Luftdüse. Die Reaktion des Publikums auf das etwas verwegene Aussehen des VW Porsche zeigt, dass viele sich an die Form des Wagens noch werden gewöhnen müssen. Andererseits ist anzuerkennen, dass sich die Stilisten weitgehend der technischen Funktionalität des Wagens unterworfen haben. Eine Einstellung, die dem, der das Auto fährt, zugutekommt. Das drückt sich auch in Übersichtlichkeit und Handlichkeit aus, 2 wesentliche Gesichtspunkte für die sportliche Konzeption des Autos. Wendekreis 10,90 Meter. Unter funktionellen Gesichtspunkten ist auch die strömungsgünstige Form der Karosserie zu sehen, die in allen höheren Geschwindigkeitsbereichen einen spürbaren Einfluss auf die Verbrauchswerte ausübt. Der eindeutig höchste Verbrauchswert wird in dichtem Stadtverkehr erreicht. Er liegt je nach Fahrweise zwischen 10 und 11,5 Litern. Auf der Landstraße werden dann ganz erstaunliche Werte registriert. Bei einem Schnitt von 80 Kilometern 9,2 Liter. Und auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 130 Kilometern 10,6. Das ergibt einen Testverbrauch von 10,3 Liter. Es muss Superbenzin getankt werden. Auch hierzu wieder 2 Vergleichszahlen. Opel GT 1900 12,7, Ford Capri 2300 GT 13,1 Liter. In Ausnutzung des durch die Anordnung des Motors in der Mitte beschränkten Raumes haben die Konstrukteure wahre Kunststücke vollbracht, denn neben 2 ausreichenden Kofferräumen ist es gelungen, im vorderen Teil des Wagens noch einen 62-Liter-Tank unterzubringen. 62 Liter reichen für eine überdurchschnittliche Non-Stop-Distanz von rund 600 Kilometern. Zweifelsohne sehen sich die Fahrgestellingenieure des Hauses Porsche immer wieder vor dem Problem, eine richtige Synthese zwischen Fahrkomfort und Fahrverhalten zu finden. Man entschloss sich auch bei diesem Fahrzeug, wie wir meinen, für den richtigen Mittelweg, dem Wagen eine nicht allzu harte Federung mit auf den Weg zu geben, sodass auf schlechten Wegstrecken die Insassen wenigstens mit einem Mindestmaß an Komfort rechnen können. Viel mehr ist es allerdings nicht. Auf der Rutschplatte beginnt dann der VW Porsche seine wahren Trümpfe auszuspielen. Sie sind alle im Zusammenhang mit der Mittellage des Motors zu sehen, die im Verein mit einer blendenden Fahrwerkskonstruktion zu ausgezeichneten Ergebnissen führt. Erstklassige Bodenhaftung macht Kurskorrekturen nur im weit hinausgeschobenen Grenzbereich notwendig. Dann beginnt der Wagen leicht zu übersteuern. Das geschieht zwar ein wenig plötzlich, lässt sich aber mit der präzisen Lenkung spielend leicht korrigieren. Es besteht kein Zweifel darüber, dass in diesem Fahrwerk so viele technische Möglichkeiten stecken, dass man voraussagen kann, dass hier neue Maßstäbe im Alltagssportwagenbau gesetzt wurden.
Dieses ausgezeichnete Fahrverhalten wird mit den relativ dünnen VW-Reifen der Größe 155 SR15 erreicht. Breitere Felgen und breitere Reifen, so wie sie zum Beispiel bei der Sechszylinder-Version schon in der Serie vorhanden sind, würden noch dazu beitragen, die ohnehin schon über dem Durchschnitt liegende Kurvensicherheit in jene Bereiche zu steigern, die bisher nur den für den Rennsport prädestinierten Autos vorbehalten blieben. Untadelig arbeiten die 4 Scheibenbremsen, die bei einem durchaus angemessenen Pedaldruck jeder Anforderung gewachsen sind. Sie bringen den Wagen bei einer Vollbremsung aus 100 Kilometern in 49 Metern und 90 Zentimetern zum Stand. Motor klingt gut, ist also gegen Spritzwasser unempfindlich. Aber der zweite Teil der Prüfung, ist die Karosserie dicht oder nicht, heißt die Frage, der wurde leider nicht bestanden. Schauen Sie mal hier, das sieht aus wie in einem Hallenschwimmbad. Es ist sicher kein Problem von großer technischer Bedeutung, den Wagen unten dicht zu machen. Man sollte es tun, denn kleine Ursache, große Wirkung, nasse Füße beim Fahren, nicht jedermanns Sache. Weitere Vorzüge des Mittelmotors und des dadurch verbesserten Schwerpunktes ergeben sich bei Wind von der Seite. Der VW Porsche zeigt sich erheblich weniger beeindruckt als die bisherigen Konstruktionen seiner Väter. Bei einer Seitenwindgeschwindigkeit von 100 Kilometern und gleichem Tempo für das Fahrzeug beträgt die Abweichung vom ursprünglichen Kurs nur 1 Meter und 85 Zentimeter. Winterliche Temperaturen haben VW-Motoren noch nie sonderliche Sorge bereitet. Trotz dieser schon mehr oder weniger allgemeingültigen Formel wollen wir auch dem VW Porsche den Kältetest nicht ersparen. Der Wagen ist auf minus 15 Grad unterkühlt. Er bestätigt sofort den Ruf seiner Vorfahren und ist nach einer Schlüsselumdrehung fahrbereit. Allerdings erweisen sich in diesem Zusammenhang die in der Karosserie versenkten Scheinwerfer als ein Problem, denn bei Fahrten durch Schnee und Regen und dementsprechend niederen Temperaturen kann es passieren, dass die Zugkraft zum Aufrichten der Scheinwerfer am Widerstand einer darüber liegenden Eisschicht scheitert. Ich bin der Auffassung, dass wir keine Preisvergleiche anstellen sollten mit normalen Alltagslimousinen. Denn hier bei einem Porsche 914 werden andere Anforderungen gestellt und auch erfüllt. Es geht also in erster Linie darum, den individuellen Anspruch abzugrenzen. Sicher nicht sehr viel Fahrkomfort im üblichen Sinn. Das beginnt bei der Enge und hört dann letztendlich auf
beim Geräusch innerhalb des Wagens. Wer sich aber schnell, sicher, wendig und mit einem handlichen Auto bewegen möchte und dabei noch Wert darauf legt, dass dieser Wagen eine exklusive Form hat, auch wenn sie vielleicht nicht jedermanns Sache ist, der liegt bei einem Porsche VW 914 sicher richtig. Und dazu kommt noch, dass bei den gebotenen Fahrleistungen der Verbrauch als außerordentlich günstig zu bezeichnen ist.